Dieses Mal habe ich vor, euch eine sommerliche Tischdeko mit Zitronen und Limetten zu zeigen. Und auch erst einmal herzlich willkommen auf meinem Kanal an dieser Stelle. Ja, und ich werde jetzt mal als erstes damit beginnen und halbiere mir diese beiden Zitronen. Ich hoffe, mein Messer ist jetzt auch scharf genug. Ja, das wurde extra vorhin nochmal frisch geschliffen. Ne, wie gesagt, jetzt erstmal hier halbieren. Ich habe jetzt hier auch noch zwei Zitronen als Reserve liegen. Ja, jetzt geht es hier aber schon los, ne? Dann habe ich hier 3 Limetten, da habe ich aber auch noch welche als Reserve. Halbiere ich mir jetzt auch schon einmal. Es muss jetzt auch nicht zu 100% gleich sein, die Stückchen, nur so in etwa. Ja, und ich denke, ich werde jetzt mal die Perspektive für euch wechseln. Ihr könnt im Übrigen das Ganze auch ohne so eine Schale machen. Und ich wollte euch eigentlich auch noch erzählen, wie groß meine Schale überhaupt ist. Und das wird jetzt eine Tischdeko für eine Grillparty werden in meinem Fall. Lustigerweise, wenn das Video rauskommt, dann ist die Party in vollem Gange. Oder um genau zu sein, wir haben jetzt Samstagabend, morgen ist Sonntag und dann erscheint das Video. So, dieses Holzbrett hat jetzt in meinem Fall eine Länge von 60 cm. Und die Breite beträgt in etwa, kleinen Moment, ja, so 18 cm. Von der Höhe her haben wir 3 cm. Das kann aber jetzt erst einmal hier weg. Ja, und dann habe ich mir noch ein paar Sachen in meinem Garten vorhin geschnitten. Ich habe hier einmal Rosmarin, Oregano und last but not least haben wir hier auch noch Lavendel. Der ist jetzt zwar schon etwas am Verblühen, aber das ist jetzt überhaupt nicht schlimm. Ihr könnt auch andere Blumen verwenden oder andere Pflanzen. Allerdings wird das jetzt hier noch eine Nacht in meiner Werkstatt übernachten, bis halt die Grillparty dann letzten Endes morgen ist. Für euch ja jetzt heute, ist ja auch egal. Und ich habe mich jetzt bewusst für Pflanzen entschieden, die nicht sofort nach ein paar Stunden hier die Fleppen so hängen lassen. Ne, von daher habe ich jetzt bewusst diese Pflanzen ausgewählt. Man könnte das jetzt auch mit Hortensien machen. Geranienblüten sehen auch super aus. Aber ich wollte jetzt eigentlich auch mal die Perspektive wechseln. Falls ihr das Ganze jetzt ohne Tablett machen solltet, also wenn ihr das so direkt auf dem Tisch platzieren möchtet, eure Zitronen bzw. Limetten, dann hier unten noch etwas abschneiden, damit das Ganze auch nachher gerade auf dem Tisch stehen bleibt. So, mal eben gucken. Ne? So habt ihr jetzt schon mal schön gerade. Wobei ich sehe gerade, die Limetten, die bleiben jetzt von ganz alleine stehen, aber da nehme ich jetzt auch mal diesen kleinen Knubbel da unten weg. Passt nur auf eure Finger auf, auch bei der Zitrone. Ja, aber ich werde das definitiv mit der Schale machen. Aber ich wollte es euch einfach mal zeigen. Okay, jetzt habe ich ja hier meinen Grün, Rosmarin. Und dann fange ich jetzt noch an mit dem Lavendel. Ich nehme jetzt hier unten die Blätter weg von meinem Rosmarin. Quatsch, was erzähle ich hier eigentlich? Ich halte das Ganze jetzt hier erst einmal an. Wie lang möchte ich mein Grün überhaupt haben? Meins wird jetzt noch etwas gekürzt. Und dann nehme ich hier unten die Blättchen weg beim Rosmarin. Ja, kann noch ein bisschen kürzer. Oder um ehrlich zu sein, ich habe jetzt gerade zu viel Blättchen entfernt. Dann könnt ihr das ganz entspannt hier hineinstecken. So, ich glaube, es wird nachher ganz süß aussehen. Ich würde das jetzt auch vorzugsweise das Grün in so unterschiedlichen Längen zurechtschneiden. Oder ihr macht das Gott weiß wie symmetrisch, kann man auch machen, ne, beim Lavendel. Und dann einfach da hineinstecken. Man sollte jetzt auch darauf achten, dass man natürlich Pflanzen nimmt, wo der Stiel ja, nicht sofort wegknickt. Sonst wäre das Ganze ein bisschen mühsam. Ja, oder man stochert da erst mit Zahnstochern dann vor. Ne? Und ein Teil der Zitronen wird jetzt nachher auch noch ausgehöhlt werden. Da hatte ich mir nämlich vorgestellt, da könnte man auch diese Teelichter mit einarbeiten. Und vielleicht mache ich noch ein zweites Glas fertig. Weiß ich jetzt an dieser Stelle allerdings noch nicht. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie toll das jetzt hier in meiner Werkstatt am Duften ist. Naja, jedenfalls habe ich jetzt hier mein Holzbrett am Start. Und wie bereits erwähnt, man kann das auch einfach nur so auf den Tisch hinstellen. Ist letzten Endes immer Geschmackssache. Ja, und auf mein Holzbrett kommen jetzt Kieselsteine drauf. Wer jetzt nicht möchte, dass das Holzbrett ja letzten Endes dreckig wird, der sollte hier vorher noch eine Folie einarbeiten. Aber in meinem Fall ist das jetzt wirklich vollkommen egal. Ich habe die gerade noch frisch im Garten gesammelt, deswegen sind die jetzt auch klitschenass.
Zum Glück ist es nämlich jetzt hier endlich mal am Regnen. Dieses Geräusch, ne? Das ist immer so ein bisschen ekelig. Ja, mal schauen. Das reicht eigentlich jetzt schon soweit. Ja, und jetzt kann man die Geschichte dann so platzieren, wie man es gerne leiden mag. Ich bin jetzt gerade noch am Überlegen, ob ich diese Version machen werde, wo man die aushöhlt und dann ein Teelicht mit einarbeitet. Ich werde es euch trotzdem mal zeigen. Ich weiß aber noch nicht, ob das hier mit drauf platziert werden wird. Muss ich mal überlegen. Mal eben hier schnell alles schon mal so machen, wie ich es gerne haben möchte. Ja, und mit den Kieselsteinchen hat auch den Vorteil, die Geschichte kann letzten Endes auch nicht so schnell umkippen. Wobei das jetzt dabei ja egal wäre, da ist jetzt keine Kerze irgendwie mit dran. Ich bin jetzt gerade dabei, das Teelicht hier aus dieser metallenen Verpackung, so nenne ich es jetzt, einfach mal hinauszunehmen, weil das sieht dann letzten Endes noch mal ein bisschen schicker aus. Ihr könnt das aber auch einfach da drinnen lassen. Bleibt auch wie üblich jedem selbst überlassen. Und ich werde jetzt mal versuchen, die Zitrone passend nach dieser Größe hier auszuhöhlen. Wobei ich gerade überlegen bin, ob ich das vielleicht doch besser mit einem Messer mache. Ist vielleicht, ja, ist ein bisschen sinnvoller. Erstmal mit dem Messer vorschneiden. Das habe ich jetzt allerdings auch noch nie gemacht. Ich habe hier noch eine zweite Version mit einem Teelicht fertig gemacht. Allerdings werde ich das jetzt für diese Dekoration nicht nutzen. Von daher kann das jetzt hier wieder hinausgenommen werden und das hier mal wieder richtig platzieren. Das war mir jetzt irgendwie zu viel des Guten. Also es war jetzt nicht so zu 100% meins. Und von daher, wenn man sich nicht zu 100% sicher ist, ob es einem gefällt, dann doch lieber wieder hinausnehmen. So, ja, und mit der Deko bin ich jetzt eigentlich soweit fertig. Man könnte jetzt theoretisch gesehen auch noch Schneckenhäuser hier oben drauf platzieren oder so halbierte Limonen, Zitronen. Ja, das könnte man vielleicht noch machen, aber ich werde euch jetzt noch eine zweite Deko zeigen. Ich bin jetzt gerade dabei, für meine zweite Deko-Idee mir ein paar Zitronenscheiben zu schneiden. Ja, und dieses Glas, was ihr jetzt hier gerade seht, das hat jetzt in meinem Fall eine Höhe von in etwa 17 cm. Und der Durchmesser hier oben beträgt ca. 15 cm. Ja, ich denke, das reicht hier aber jetzt gleich auch schon mit den Zitronenscheiben. Das Messer, das könnte aber doch noch mal ein bisschen nachgeschärft werden. Dann habe ich hier noch das Ende und eine missglückte Zitronenscheibe. Die gefällt mir jetzt nicht. Die lege ich mir jetzt hier erstmal in mein Glas hinein. Dann habe ich hier noch Pflanzen von meinem Teich. Das sind eigentlich ja Pflanzen, die halt im Teich wachsen. Leider kann ich euch jetzt nicht sagen, wie die heißen. Ich hatte erst überlegt, da Olivenzweige einzuarbeiten, aber meine Mutter kam mir gerade in die Werkstatt und meinte, ach, nimm doch die blühen auch noch so schön. Die waren ursprünglich jetzt hier gerade in meiner kleinen Biotonne. So, die könnten wir jetzt hier auch schon mal justieren. Eigentlich könnte ich jetzt auch schon mal Wasser einfüllen. Das hier packen wir jetzt auch mit hinein. Wie gesagt, ich will da jetzt auch nichts vergolden. So, und dann habe ich mir vorgestellt, lassen wir die einfach schwimmen. Die beiden, die ich vorhin schon vorbereitet hatte. Man kann auch die Teelichter einfach nur so da drin schwimmen lassen. Und ich hatte ursprünglich auch geplant gehabt, diese schwimmenden Teelichter zu kaufen. Leider gab es die bei uns nicht. So, ein bisschen tiefer. Ja, und dann hat man eine schlichte Deko im Glas. Ich werde jetzt bei dieser Deko doch noch etwas nachdekorieren. Und zwar habe ich hier getrocknete Zweige. Die stammen von einem Lavendel, welcher mir leider im Winter kaputt gefroren ist. Ja, und dann habe ich hier natürlich noch ein paar Schneckenhäuser. Ich finde Schneckenhäuser einfach klasse. Und dann einfach die Sachen so nach Gefühl da ja, einarbeiten. Ne? So viel kann man dazu jetzt ja nicht wirklich sagen. Die ganzen benötigten Materialien für die beiden Projekte findet ihr auch wie üblich in der Videobeschreibung. Ja, und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!